willkommen zurück in der Nerd Crate. Tim hier. Heute endlich der versprochene Nicht-Transformers-Review. Es ist dann tatsächlich Storm Collectibles Goro geworden, weil war das Freitag? Ich glaube Freitag hatte ich tierische Bock, den Kerl ein bisschen zu shooten. Deswegen habe ich auch schon mal Smoke vorbereitet, den habe ich original dafür genutzt. Deswegen steht er nicht im Diorama. Deswegen tauchen wir direkt ein. Die Box ist die gewohnte Storm Collectibles Qualität, rundherum wirklich schön geprintet, Goro auf der Front, Mortal Kombat Goro partiell foliert auf der Front. Man sieht innen drinne den kleinen Mortal Kombat Einleger, den sie da immer reinbringen, finde ich sehr schön, nicht viel, aber ist besser als ein weißer Hintergrund. Dann nach links gedreht haben wir Goro weiter, schöne Wraparound Grafik, sieht richtig gut aus, haben sozusagen sein Acro-Sculpt aufgesetzt, ist aber gezeichnet, wirklich gut gezeichnet, sieht toll aus. Auf der Rückseite dann weiter einmal eine große Ansicht von ihm, die unterschiedlichen Köpfe, also die beiden Varianten, die wir haben. Dann noch die Artikulation, die er machen kann. Man sieht Sub-Zero. Ich hoffe, da kommt noch mal ein Reissue, den brauche ich echt. Dann seine Feuerbälle, wie artikuliert der ist, kleine Bio, wer da mitgeholfen hat. Und wenn man das Ganze nochmal nach links dreht, nochmal eine partiell folierte Ansicht. Echt schick. Und dann, wenn das vorbei ist, habt ihr oben einmal Mortal Kombat und unten einmal Mortal Kombat mit so ein paar aufgeklebten Warnhinweisen. Alles tipptopp. Wie immer von Storm Collectibles, und die ziehen den Stil schön durch, ändern das nur von der Größe. Shao Kahn dasselbe, das seht ihr bald. Und zu Goro selber, da kann man auch nicht viel dran lassen an der Figur. Also wir haben durch die Bank weg Top-Materialien, seine Gauntlets sind Gummi, würde ich sagen. Die zeige ich euch gleich, genauso wie seine Schicht über der Brust. Das seht ihr gleich alles im Detail. Und schöne Paint Applications auf den Oberarm, Unterarm und auf den Rücken für diese, ich sag mal, drachenartigen, so schuppenmäßigen Paint Applications. Sehen richtig gut aus. Auf dem Arm überall Adern modelliert. Das seht ihr gleich alles, aber schon mal so vorweg für euch. Und ein paar Lücken hat der Gute. Und so 100% stabil ist er auch nicht, aber das macht dem ganzen Ding auf jeden Fall keinen Abbruch. Und alle weiteren Details, würde ich sagen, machen wir wie immer top-down. So, dann sind wir zurück. Da haben wir den großen Kerl. Sieht auch spitze aus. Kann man noch nichts gegen sagen. Zoomt da ran. Da haben wir ihn. Siehst du. Klasse. Schönes Headsculpt, kann man nichts sagen. Toll rot beleuchtete, bemalte Augen, ein bisschen schlangenartig mit nur einem Schlitz innen drinne. Schön ausgearbeitete Zähne. Zopf sieht auch tipptopp aus, alles so Bronze, ein bisschen dreckig. Hier besagte Adern auf den Armen und das Muster auf dem Rücken. Alles von der Modellierung her komplett durchgezogen. Auch hier auf dieser gummimäßigen, ich würde tatsächlich sagen Gummi, ich sag mal, ja, Hautcover, ne, würde ich sagen, kann man nicht anders sagen. Also hier sehr weich, hier ist wieder Hartplastik. Und das zieht sich vom Stil her eigentlich so durch die ganze Figur so durch. Wir haben hier Hartplastik, hier Hartplastik, hier Hartplastik. Die Hände sind weiches Plastik, nahezu wie dieses hier. Vielleicht kommt es auch nur von der Dicke, ich weiß es nicht. Und wenn man die Hände abziehen will, dann hat man auch keine Probleme, das Ganze hier zu justieren, weil diese Gauntlets kommen auch ab. Und wie ihr schon seht, die sind auch Gummi, also das klappt alles durch die Bank weg. Also manche Leute haben sich bei Storm Collectibles bei der Hardware beschwert. Ich verstehe nicht ganz wieso. Das klappt alles durch die Bank weg und sieht gut aus. Manchen Leuten kann man es wohl nie recht machen, sag ich mal. Die Beine machen dasselbe weiter. Hier überall Adern, das Muster von den Drachenschuppen hier durchgezogen. Der Gürtel ist weiches Plastik. Man hätte das vielleicht noch, also den einen und den anderen Teil des Gürtels noch einzeln machen können, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Und dann haben wir hier unten auch weiter die Details durchgezogen. Die Bandagen, schön ein bisschen Dry Brushing oben drüber und die Füße auch wirklich sehr gut modelliert. Also da ist wirklich alles dran bei dem Kerl. Kann man überhaupt nichts sagen. Also auch Artikulation, wie ihr schon seht, ist tipptopp. Fangen wir mal an mit dem Oberkörper. Ich glaube, das ist das Interessanteste. Wir können hier so reingucken. Also da ist einiges los. Wir haben hier einen Balljoint von der Brust in den Bauch, was wirklich verdammt viel möglich macht. Also er kann auch so ein bisschen Polka.
Der Kopf ist auch auf dem Double Joint, also der schafft gut nach hinten, gut nach vorne, links, rechts, also die Haut zieht überall richtig gut mit. Auch volle 360, wer auch immer das möchte. Die Schultern sind auf einem Butterfly, also auch ein Double Joint von der Schulter in die Brust und gehen gut nach vorne, gut nach hinten, rundherum kein Problem. Bicep Swivel, Double Elbow, Double Jointed Elbow, tip top. Schafft jetzt nicht über die Maßen viel, weil sie halt die Arme extrem bulkig gemacht haben. Aber das gibt einem eigentlich alles, was man will. Ne? Kann man nicht anders sagen. Und die Hände sind dann durchmodelliert. Das zeige ich euch gleich bei den Accessoires. Hier haben wir die Faust dran. Hier haben wir eine lockere Griffhand. Alles auf dem Balljoint, den man wirklich drehen und wenden kann. Ja, ist ein bisschen locker drauf, wegen dem Gummi an den Händen. Aber das ist besser als über Hot Toys, wo es teilweise zu hart ist und zu fest und dann brechen einem die Packs ab. Also ich bevorzuge, was Storm Collectibles hier gemacht hat, absolut. Weiter zum Bauch, hat glaube ich einen einzelnen Ball. Ich habe das noch nicht auseinandergedrückt, aber bei der Range würde ich fast sagen, haben wir einen doppelten Ball. Natürlich die Armartikulation von dem hier geht zu dem weiter. Klappt natürlich ein bisschen begrenzter, weil der untere Teil hier hartes Plastik ist. Sprich, wir haben auch einen Butterfly, aber sehr begrenzt. Dann haben wir schöne Oberschenkelartikulation nach vorne und nach hinten. Kommt gut raus. Ich glaube, der schafft sogar die volle Reichweite. Ja, der schafft sogar die volle Reichweite. Sieht gut aus. Ein bisschen lückenhaft hier, muss man sagen. Aber das ist nichts Schlimmes. Ich meine, dafür hat das Ding wirklich eine Hammer-Artikulation, wie alle Storm Collectibles. Kann man nicht anders sagen. Double Jointed Knie bringt eine gute Range. Auch tipptopp. Reicht auf jeden Fall für Goro, weil der ist kein super artikulierter Sportler, keine Ahnung, Gymnast, was weiß ich. Und ja, würde ich auch sagen, Side Swivel um den Universal, kann man so nennen. Und die Füße sind ein bisschen begrenzt, die drehen nur hier und hier. Nach hinten und nach vorne ist ein bisschen begrenzt, aber das lässt sich mit den Beinen alles sehr gut, sag ich mal, ausgleichen. Das klappt gut. Und ein Toe Tilt, der von vorne auch sehr natürlich aussieht. Also da ist auf jeden Fall alles dran. Und sorry, dass ich die Reihenfolge ein bisschen geändert habe. Ich wollte euch die Artikulation von dem Kerl wirklich gerne zeigen, weil das ist ein großer Junge. Das seht ihr gleich am Ende im Vergleichsbild. Aber der macht wirklich Spaß. Aber zu den Accessories. Wir haben hier ein schönes alternatives Headsculpt. Selbe Paint Apps. Durch die Bank weg. Rundrum absolut gelungen. Und einen zusätzlichen Zopf, der sich einfach einstecken lässt. Der ist ein bisschen entspannter als der, den er drauf hat. Ja, der ist hier so ein bisschen wilder. Und dann haben wir hier halt diese ganze Batterie an Fäusten, ne? Oder an Händen vielmehr. Wir haben hier etwas engere Hände, wir haben hier etwas lockere Hände. Das Ganze dann jeweils mal 2, je nachdem, wo man es hinhaben will. Und insgesamt 4 Fäuste, die halt auch durch die Bank weg echt Granate durchmodelliert sind. Mit den schwarzen Fingernägeln, also die Paint Applications sind absolut on point. Die sind da sogar hier reingegangen und haben das weiter durchmodelliert. Also spitze, absolut spitze, kann man null sagen. Und dann natürlich noch sein Fireball Accessory, transluzentes Plastik, das genau wie seine Faust geformt ist. Klappt wirklich gut, einmal für links, einmal für rechts. Also das haben sie wirklich sehr direkt abgeformt, muss man sagen. Auch spitze. Und kommt dann noch mit einem kleinen Stand, den Storm Collectibles mitbringt, mit vielen Artikulationspunkten. Hier kann man das Ganze swiveln. Ratchet, 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 Ratchet. Und ihr steckt die Faust einfach mit dem Pack-All hier oben rauf. Kein Ding. Kann man leicht auseinandernehmen, wegpacken, wie man es will. 100%ig. Und warum habe ich hier Smoking gepackt? Ich wollte euch das mal eben zeigen. Also das ist zwar locker, muss man dazu sagen, ne? Aber wenn man es hat, hält der Smoke auch ohne Probleme. Man kann sogar einigermaßen wackeln. Er rutscht dann natürlich etwas durch, aber er macht das Ganze auf jeden Fall möglich und lässt dann auch so ein paar unschöne Posen zu, die ich euch
sag ich mal, ne? Unschön, die ich euch gleich in ein paar Minuten zeigen würde. In dem Sinne, das war die Detailansicht von Goro. Wobei, oh, kleines Detail, wenn man Accessoire mitzählen will, diese Hose ist tatsächlich auch komplett lose. Gut, dass ich da noch dran gedacht habe. Haha, alles mitgekriegt. Bisher. Zurück ins Studio. Jo, und wie ihr schon gesehen habt, das könnte eine ziemlich unschöne Pose sein. So wie ihr das mal eben eingeblendet seht. Also ja, der reißt da gerade Smoke den Arm aus, während er ihm eine runterhaut. Während er ihn festhält. Ziemlich uncool für den guten Smoke, würde ich sagen. Der muss momentan ein bisschen leiden. Das ist aber auch momentan mein einziger Earthrealm Ninja. Deswegen habe ich den dafür genommen, weil ich glaube, Ermac und Rain, die sind auf Khans Seite, wenn man das mal so nennen will. Vergleichsbilder habe ich natürlich mit anderen Storm Collectibles Figuren jetzt nicht großartig. Aber was ich gemacht habe, für die Leute, die bei mir die ganzen Transformers Reviews gucken und sich fragen, wie sieht denn so ein Ding aus von der Größe her? Ich kann mir das so gerade gar nicht vorstellen. Ihr habt da mal eben ein Vergleichsbild mit Opex, der Hasbro oder Takara Tomy MP10 Größe hat. Wie ihr seht, Goro ist MP10 Größe und Smoke ist halt echt ein Wicht im Vergleich zu Goro. Schon eine geile Nummer. Khan natürlich wieder eine Ecke kleiner, das seht ihr dann demnächst. Aber alles in allem vom Scale her funktionieren die Figuren echt top. In dem Sinne, absolute Kaufempfehlung. Storm Collectibles sind ein bisschen teurer. Und wenn ihr diese Figuren seht, zu einem halbwegs guten Preis, im Fall von Goro ungefähr 100 €, greift zu. Die Dinger gehen weg wie warme Semmel. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich bei Scorpion, Sub-Zero, Reptile und Noob Saibot gewartet habe, weil ich dachte, och, die gibt's schon noch. Ja, scheiße. FSK 16. So viel dazu. Also ich muss sehen, wo ich die herkriege, das wird teuer. Deswegen bin ich bei denen aufgesprungen, die ich jetzt hatte. Das hat am besten funktioniert. Also wenn ihr Goro oder Khan noch so für 150 kriegt, dann seid ihr noch gut dabei. Die ganzen Ninjas aus den früheren Tagen sind mittlerweile alle mit 250, 300 € dabei. Die tun weh. In dem Sinne, nächste Woche müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich habe erst wieder ein bisschen mehr Zeit. Das Mortal Kombat Diorama hat sich ja einigermaßen an Beliebtheit erfreut. Dankeschön fürs Reingucken, für die Likes und auch für die Kommentare. Ich habe mich sehr gefreut. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Ich wollte euch gerade einen schönen Sonntag wünschen, aber ich habe ja meinen Sendeplan geändert. Erstmal eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich, ich denke, Infinity War Thanos von SH Figure Arts. Jo. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Und tschüss.